Ein einziger Mann entscheidet gerade darüber, ob dein Unternehmen in 5 Jahren überhaupt noch existiert. Du hast seinen Namen vielleicht schon mal gehört. Jensen Huang. Er ist der Chef von Nvidia. Seine Chips sind die Motoren der KI-Revolution. Aber vergiss mal kurz die Hardware. Jensen hat eine Vision für die nächsten 10 Jahre, die jeden Unternehmer, jeden Handwerker und jeden Agenturchef hier in Europa entweder reich oder überflüssig macht. Und ich habe dir aus der Unternehmensberatersicht 5 zentrale Lektionen von dem Nvidia-Chef heute mitgebracht. Lektion Nummer 1. Vergiss alles, was du über Computer weißt. Die meisten Leute denken, KI ist nur eine neue Software, ein nettes Tool wie ChatGPT im Browser. Aber das ist falsch. Jensen Huang sagt, wir erfinden das Rechnen gerade komplett neu. Früher haben wir Computeraufgaben gegeben und diese haben sie nacheinander abgearbeitet. Wie ein Fließbandarbeiter, der einen Teil nach dem anderen prüft. Das sind CPUs. KI braucht aber eine Armee, die alles gleichzeitig macht. Das sind GPUs. Diese Parallelität ist der Grund, warum KI plötzlich Dinge versteht, die früher unmöglich waren. Was bedeutet das für dich? Du darfst KI nicht als Programm sehen, das du mal kurz installierst. KI ist eine neue Infrastruktur und wer heute noch glaubt, er könne das Thema aussitzen, der versucht gerade ein Pferdefuhrwerk auf der Autobahn zu fahren. Und das funktioniert einfach nicht. Du musst verstehen, dass die Basis deines Geschäfts gerade digital neu gegossen wird. Lektion Nummer 2. Plane wie ein Ingenieur, nicht wie ein Trader. Viele Teams in Deutschland machen denselben Fehler. Sie probieren ein KI-Tool 2 Wochen lang aus und dann sagen sie, das Ergebnis reicht mir nicht, es ist schlecht. Und sie hören dann auf. Jensen Huang hat Nvidia in den 90ern gegründet und auf diesen Moment vorbereitet. Er hat Milliarden in eine Idee investiert, die noch niemand verstanden hat, wofür man solche Rechenpower überhaupt braucht. Es hat 10 Jahre gedauert. Das heißt, du musst aufhören, in Wochen zu denken. Echte technologische Sprünge brauchen Zeit. Und wenn du heute anfängst, deine Daten sauber zu sortieren oder erste kleine Prozesse mit KI zu automatisieren, dann erntest du den Erfolg erst in 2 Jahren. Aber wenn du heute nicht diese kleinen Use Cases säst, hast du in 2 Jahren gar nichts. Sei geduldig beim Prozess, aber aggressiv in der Umsetzung. Lektion Nummer 3. Die Ära der Anwendung ist da. Die letzten Jahre waren die Zeit der Forschung. Große Labore haben Modelle gebaut, aber jetzt beginnt die Phase, in der es für dich spannend wird. Die Anwendungsdekade. KI schwebt nicht mehr abstrakt über uns. Sie landet in deiner Werkstatt, in deiner Agentur, in deinem Betrieb. Und spannend ist, dass Jensen sagt, alles wird automatisiert. Bevor du eine neue Maschine kaufst, simuliert die KI, wie sie in deine Halle passt. Bevor du eine Marketingkampagne startest, simuliert die KI die Reaktion deiner Kunden. Such dir das teuerste Problem in deiner Firma, das, was dich nachts wach hält, und genau dort setzt du die KI an. Es geht nicht darum, ein bisschen Text zu schreiben, es geht darum, komplexe Entscheidungen durch Simulation abzusichern. Wer das zuerst nutzt, der dominiert seinen Markt. Lektion Nummer 4. Alles, was sich bewegt, bekommt einen Verstand. Das ist der Punkt, an dem viele Handwerker und Logistiker sagen, mich trifft das nicht. Ich arbeite ja mit meinen Händen. Jensen Huang widerspricht dir da massiv. Er sagt, alles, was sich bewegt, wird robotisch. Das passiert schneller, als wir alle denken. Nvidia baut gerade Weltmodelle, das sind KIs, die verstehen, wie Schwerkraft funktioniert oder dass ein Hammer schwerer ist als ein Pinsel. Das bedeutet für dich, in ein paar Jahren ist der Roboter in deiner Lagerhalle kein starrer Greifarm mehr. Er ist ein Kollege, der lernt, er sieht, wenn ein Paket im Weg liegt und er räumt es weg. Er versteht die physische Welt. Bereite dich also darauf vor, dass Digitalisierung bald nicht mehr nur am Bildschirm stattfindet, sondern direkt vor deiner Nase, in der echten Welt. Lektion Nummer 5. Deine wichtigste Fähigkeit ist das Fragen stellen. Zum Schluss wird Jensen sehr deutlich. Wenn Jensen heute nochmal studieren würde, würde er sich eine Sache konkret aneignen und das ist, wie man mit KI spricht. Wer gute Fragen stellt, führt ein Gespräch. Wer brillante Prompts schreibt, führt eine KI. Die meisten Leute scheitern an KI, weil sie gegenübertreten wie ein betrunkener Praktikant. Sie geben unklare Antworten und wundern sich dann über den Müll, der rauskommt. Du musst lernen, der KI eine glasklare Rolle zu geben. Sage ihr, wer sie ist. Sage ihr exakt, was das Ziel ist. Gib ihr Beispiele, dann hat sie die Fähigkeiten, Aufgaben präzise durchzuführen. Du kannst delegieren, egal ob es an Menschen oder Maschinen ist, das wird die wichtigste Eigenschaft deiner Karriere. Wer lernt, die richtigen Fragen zu stellen, der wird durch KI nicht ersetzt, er wird unschlagbar. KI macht dich nicht automatisch überflüssig. Sie macht dich entweder überfordert oder überlegen. Es kommt nur darauf an, ob du lernst, sie zu führen. Die nächsten 10 Jahre werden wild. Wir sehen gerade eine Revolution bei der Energie, beim Rechnen und beim Bauen. Du hast jetzt die Wahl. Bist du derjenige, der zuschaut, wie sich die Welt verändert? Oder bist du derjenige, der die Werkzeuge in die Hand nimmt und sein Business neu erfindet? Wie es weitergeht und wie meine Prognose als Unternehmensberater aussieht,
Ob KI tatsächlich die letzte Erfindung der Menschheit ist, im positiven wie im negativen Sinne, das erfährst du im Video. Wir sehen uns dort. Bis gleich.